Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Russian Fishing 4 mit dem Underwater Frank. Ja, wir wollen jetzt mal so ein bisschen auf das Jahr 23 zurückblicken und was könnte uns im Jahr 24 erwarten. Ja, also aufgehört hat das Jahr 23 ja mit dem Weihnachtsevent, wo wir jetzt natürlich alle natürlich hoffen, dass in Zukunft es vielleicht ein bisschen bessere Preise gibt oder generell, dass so ein Monatsevent ein bisschen anders gestaltet wird, dass auch mal für die High-Level-Spieler vielleicht mal ein Gewässer dabei ist, beziehungsweise wir dann halt auch ein paar bessere Preise kriegen. Klar, war vielleicht auch ein bisschen wenig Zeit, um jetzt komplette Skins hier zu erstellen, jetzt hier zum Beispiel wie diese Winterteal, ja, wie diese Stippe, um vielleicht mehr von diesen Sachen zu erstellen. Ich denke, beim nächsten Event wird das schon ein bisschen anders laufen. Sie haben auf jeden Fall genügend Feedback bekommen. Ja, wenn sie wieder so ein Monatsevent machen, keine Ahnung, ob sie es zu Ostern oder zum Jahrestag oder wieder zu Weihnachten erst, keine Ahnung, oder ob sie es zwischendurch nochmal machen, so eine Monatsevents, das wird man dann sehen. Auf jeden Fall haben sie ja unser Feedback bekommen und es war ja fast aus allen Regionen der Welt, gab es ja das gleiche Feedback. Teilweise fanden einige die Aufgaben ein bisschen zu schwer, andere fanden die Belohnung ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu schwach, sage ich jetzt mal. Man hätte ja auch zum Beispiel in der letzten Premium-Kiste hätte man ja auch eine kleine Rolle für alle reinmachen können und nicht halt den Honigtopf, ne? Und ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da noch so erwartet. Also ich gehe mal davon aus, dass uns auf jeden Fall auch wieder neue Gewässer erwarten werden im nächsten Jahr. Ob es jetzt 1 oder 2 sind, wird man sehen, ne? Aber ich denke, ein neues Gewässer wird uns bestimmt schon erwarten. Denn wieder, denke ich mal, so ein Monatsevent. Ja, mal gucken, was sie sonst noch so planen. Viele wünschen sich ja auch, dass das Turniersystem überarbeitet wird, ne? Dass man hier vielleicht dann auch eine Top 3 drin hat oder auch mehr als 3 Zielfische, vielleicht auch mal 5 Zielfische. Ja, wie gesagt, Top 3 würde ich mir halt auch sehr gerne wünschen, dass dann halt auch die ersten 3 Leute gewinnen. Am besten gleich noch eine Top 5 mit rein, wer es denn mag. Vielleicht ja auch ein bisschen längere Turniere noch. Weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, aber vielleicht auf 4 Stunden auch nochmal erhöhen, ja, wenn man jetzt ein richtig langes Turnier machen will. Das könnte man ja auch noch machen. Ja, also, wie gesagt, was war jetzt noch 23? Zu Ostern kam halt das Meeresupdate. Wirklich eins der größten Updates, die je kamen, mit komplett neuem Fischen hier am Meer. Alles Salzwasserfische. Komplett neues Angeln mit dem Pilken, was mir auch wirklich sehr viel Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war wirklich mal ein Update, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie jetzt ein Update bringen, wo man so lange jetzt an einem Gewässer bleibt. Kannte ich jetzt so auch noch nicht von den, also ich sag mal, die 8-Tuber, die hat mich auch schon immer ganz gut beschäftigt, obwohl die 8-Tuber damals rauskamen, waren da wirklich sehr lange an der 8-Tuber. Die Tunguska war auch ein riesen Ding oder der Bernsteinsee, ne? Aber es gab ja auch so andere Gewässer, die mir jetzt persönlich, ja, gerade so dieses Mikrofischen an der Donetsk, das war noch nie so mein Fall. Auch wenn das schöne Fische sind, ne? Also wie zum Beispiel auch der Kürbiskernbarsch und das sibirische Rotauge und so weiter. Wie gesagt, sind wirklich schöne Fische dabei. Ja, und ansonsten, was könnte bei L4 noch passieren? Ich denke, nächstes Jahr wird das nicht passieren. Aber sie wollten ja irgendwann auch nochmal in die Unreal Engine 5 gehen. Ich weiß nicht, wie da jetzt aktuell der Stand der Dinge ist. Ob sie das irgendwann jetzt auch nochmal vorhaben. Aber ich denke, das wird noch ein bisschen Zukunftsmusik sein. Genauso das Fliegenfischen. Das wird auch noch ein bisschen Zukunftsmusik sein. Ja, keine Ahnung, ob sie das irgendwann mal bringen. Der Rotpot, ja, viele vermissen ja auch den Rotpot. Das ist halt auch so ein Thema, wann der vielleicht kommen mag, ja. Wie gesagt, sind noch einige Sachen, die sich viele Spieler halt wünschen, die sie halt bringen könnten. Genauso mit den Sammelkarten, ja, also könnte man ja auch nochmal ansprechen, das Thema Sammelkarten, das wurde vor 1,5 Jahren irgendwann angekündigt.
ist bisher noch nicht im Spiel drin. Kann auch sein, weiß ich nicht, dass es gar nicht mehr bringen. Wie gesagt, ich würde es halt gut finden, wenn man hier so ein Sammelkarten, so eine kleine Aufgabe noch hätte. Man hätte dann zusätzlich nochmal ein bisschen was zu tun. Ein bisschen vielleicht auch nebenbei. Ach komm, ich angel mal an dem Gewässer und vielleicht kriege ich ja so eine Sammelkarte. Aber gut, das wäre halt nur so ein kleinerer Content, ne? Ja, also auf jeden Fall bin gespannt, was nächstes Jahr passiert. Ich überlege gerade, was könnten sie noch bringen? Ich meine, das waren schon so die wichtigsten Sachen, ne? Ja, vielleicht auch noch ein bisschen Balancing, ja, zum Beispiel am Bernsteinsee, dass generell die seltenen vielleicht so auf bestimmte Köder in einer bestimmten Zeit vielleicht ein bisschen besser beißen, so wie jetzt zum Beispiel der Don Kaulbarsch verstärkt wurde, fängt man ja häufiger. Viele konnten den jetzt auch endlich als Trophy abhaken, genauso der Kutum und der Schwarzmeerkutum, genauso auch der schwarze Büffelfisch. Das sind so Fische, wo ein bisschen gebalanced wurde, dass man die ein bisschen häufiger fängt, ne? Also sowas könnte natürlich auch noch passieren. Ja, aber wie gesagt, mal sehen, was sie jetzt so im nächsten Jahr bringen. Irgendwas ist mir gerade noch eingefallen. Was war denn noch? Balancen. Ja, muss ich. Auf jeden Fall sind ein paar Dinge, die sie auf jeden Fall bringen könnten. Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf gehabt. Man wird alt, man wird vergesslich. Ja, aber auf jeden Fall war es ein spannendes Jahr. Mal sehen, wie sie das nächstes Jahr toppen wollen. Das wird, glaube ich, schwierig. Weil gerade mit dem Nordmeer-Update, es kamen ja dann noch 2 Content-Patches fürs Nordmeer. Es kam ja noch, die fehlenden Fische kamen ja noch dazu. Zuerst waren 2 Krabben, dann kamen die restlichen fehlenden Fische, dann kam jetzt auch noch die Elektrorolle, ne? Die neue Elektrorolle. Jetzt habe ich hier die falsche Route. Muss ich gleich nochmal umbasteln hier. Die hier. Die Elektrorolle. Die habe ich jetzt auch einmal repariert. Und ja, ist halt auch sehr teuer in der Reparatur, aber ist halt auch schon so ein bisschen so ein Premium-Artikel. Gerade wenn man jetzt in tiefen Bereichen angelt, ist die schon sehr geil, weil sie sehr schnell einkurbelt. Ich habe sie jetzt halt auf 54% runtergeruppt und musste sie jetzt halt auch mal reparieren, weil man wirklich gemerkt hat, weniger Leistung beim Einkurbeln. Die Fische waren nicht mehr so schwer. Also ich sag mal, vorher habe ich so einen 25 Kilo Kabeljau, hat er einfach hochgepumpt. Man merkt das auch zum Beispiel, sobald man die Bremse zumacht. Und wenn der Rollenmotor jetzt so frisch ist wie bei mir jetzt hier mit 0,4, dann geht er auch über die Bremse. Dann kurbelt er auch über den Bereich, wenn er in der Bremse wäre. Wo der Motor jetzt bei 54% war, hat er halt schon vorher aufgehört zu kurbeln, ne? Bevor überhaupt das Bremsengeräusch kam. Ne? Also man merkt schon, dass der Motor schon, ja, wie gesagt, der hat ja hier auch eine Rollenmotorleistung von 47 Kilo. Also deswegen, das ist ja klar, dass er dann irgendwie mit Verschleiß runtergeht, genauso mit der Einholgeschwindigkeit. Ja, war ja zu erwarten, ne? Ansonsten gab es halt ja noch neue Routen, neues Equipment gab es halt. Jetzt auch hier mit den Pilgrouten gab es jetzt noch eine neue, wie gesagt, die schweren Bootsrouten nochmal mit Boni-Werten drauf. Dann hier diese neue Poseidon Mega Perk, die werde ich wahrscheinlich verwenden, wenn ich mit Pilgmontage unterwegs bin, um vielleicht mal gezielt auch auf kleinere Fische zu gehen. Klar, sie hat jetzt nicht die 50% XP-Boni, also meine Lieblingsroute für den Anfang ist immer noch die Poseidon Sensi, weil sie halt den XP-Bonus hat und das 5% Meeresangeln drauf hat, plus noch die anderen Boni-Werte. Das ist meine absolute Lieblingsroute, die habe ich auch schon sehr gut genutzt. Obwohl Blank geht ja noch, 8,3 geht ja noch, ist ja noch gar nicht so stark verschlissen. Ja, aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie sie das nächstes Jahr toppen wollen. Freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Updates. Ich denke auch, dass der Weihnachtsmarkt hier, dass der noch eine Weile im Spiel wieder drin bleibt. Der bleibt wahrscheinlich wieder länger, wie jetzt die Doppel-Happy Hour und der Sale, der ja aktuell hier noch läuft. Das wird ja, glaube ich, am 9. Januar alles vorbei sein.
Aber ich denke, der Weihnachtsmarkt, der wird wieder ein bisschen länger bleiben. Und genauso das Event, das läuft ja jetzt hier noch 19 oder 20 Tage. Je nachdem, wann ihr einloggt. Ich glaube, sobald ihr einloggt, geht das Event los, ne? Ja. Gut, ich würde sagen, das war es erstmal an der Stelle. Ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir so mal angesprochen. Klar, kann sein, dass ich jetzt noch irgendwas vergessen habe. Ich wollte vorhin noch irgendwas anderes ansprechen, aber irgendwie ist mir der Gedanke dann wieder weggefallen. Gut, dann wünsche ich euch, genau, das wollte ich nochmal sagen. Vielen Dank auf jeden Fall wieder mal für den geilen Support dieses Jahr. Sei es auf YouTube, sei es auf Twitch und sei es auf allen anderen Plattformen. Ich weiß, dieses Jahr waren wir vermehrt auf Twitch online. Ich werde versuchen, nächstes Jahr auch ein bisschen mehr TikTok, ein bisschen mehr Shorts, ein bisschen mehr Reels zu machen aus den Streams und auch ein paar mehr Videos zu machen, weil gerade wenn man mal nicht live ist, wollt ihr ja auch ein bisschen was zu gucken haben, ne? Und nicht immer nur den Live-Content, weil der Live-Content ist ja mehr oder weniger, er ist zwar auch offline gespeichert, aber er ist halt auch, ja, halt am interessantesten, wenn man wirklich live ist, ne? Vielen Dank auf jeden Fall für euren geilen Support, für die ganzen Raids, die ich bekommen habe von den unterschiedlichsten Streamern, für die ganzen Subs, für die Bits, für die Follows, vor allen Dingen auch für die ganzen Tipps, die ihr mir auch im Stream gegeben habt. Das ist wirklich so, man weiß ja zum Beispiel gerade nicht, wo will man angeln und man kommt online und gleich kommt ihr mit den Kommentaren, wo kann man angeln, wo kann man überall noch hingehen und so weiter. Da auf jeden Fall mal vielen Dank und auch vielen Dank an die ganzen Discord-Leute, die im Discord immer regelmäßig ihre Spots posten, mit den Montagen, mit den ganzen Erklärungen und also alles drum und dran. Vielen Dank auf jeden Fall auch dafür und ich bin gespannt, wo uns die Reise 24 hinführt, was generell noch so für mich auch für Aufgaben noch dazukommen, sei es jetzt durch mein Management, was da noch so für Aufträge kommen, weil das Management ist jetzt auch gerade stark am Wachsen. Und letztes Jahr hatten wir schon einiges, oder dieses Jahr hatten wir schon einiges gemacht. Mal sehen, was jetzt nächstes Jahr auf uns zukommt. Und in dem Sinne, wir sehen und hören uns noch ein letztes Mal dieses Jahr auf Twitch. Morgen ab 18 Uhr am Silvesterabend, wo ihr tolle Preise gewinnen könnt. Wie hier zum Beispiel auch die Venga Tournament Edition, die 6000er. Eine der hübschesten Rollen im Spielen. Und kommt vorbei, es wird Silberpreise im Wert von 50.000 Silber geben für die Turniere. Es wird ein paar Tage Premium, ein paar Tage Gold und als Abschluss gibt es dann nochmal diese Rolle. Wir werden auch versuchen, oder ich werde versuchen, auch bis kurz vor 0 Uhr dann mit den 3 Turnieren durch zu sein. Es wird ein Turnier an der Festung geben, auf Schuppenkarpfen, schwarze Amur, weiße Amur und 2 Turniere an der Yama. Einmal werden wir mit Spinning angeln und einmal mit Matchroute bzw. mit Posen fischen. Ja, könnt ihr egal welche Pose dann nehmen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Jahresabschluss. Ich werde heute nochmal ein bisschen ruhiger schalten. Und morgen geben wir dann nochmal Vollgas. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall für alle, die morgen nicht im Livestream dabei sind, guten Rutsch. Und auf ein spannendes Jahr 2024. Bin gespannt, was uns alles so erwartet. Und an die anderen Leute, bis morgen live auf Twitch TV, Underwater Frank. Bis morgen. Tschüss.